Oh hey! Sicherlich habt ihr den Titel schon gelesen, also wisst ihr genau, um was es heute hier geht. Heute reden wir mal über das Nintendo Switch Exclusive Spiel Super Mario Wonders. Und wie ich zu diesem Spiel stehe, erfahrt ihr alles hier. Bedenkt, hierbei handelt es sich nur um meine Meinung. Falls ihr eine andere habt, schreibt sie doch gerne in die Kommentare, das würde mich wirklich interessieren. Und bedenkt auch, hier kann es etwas zu spoilern im Punkto Gameplay geben. Denn Story-Spoiler, also ich glaube, ich würde niemanden etwa die Story spoilern, denn die Story eines Marios Game ist meistens etwa dieselbe. Aber alles Disclaimer wurde disclaimed, legen wir mal los. Aber zuerst mal ein kleiner Background zu diesem Spiel. Die 2D-Mario-Plattformer waren für eine lange Zeit mehr oder weniger sehr regulär auf dem Markt. Das ist nun mit der NES-Zeit, wo wir 3 Games gekriegt haben, mehr oder weniger 4, aber ich glaube, ihr wisst schon alle die Doki Doki-Sache mit dem zweiten Teil. Und dann auf den Super Nintendo gab es welche mit Yoshi's Island und Super Mario World. Und dann wurde es nach dem ersten 3D-Mario, Mario 64, mehr oder weniger still. Aber zur Zeit, wo der DS angekündigt worden ist und rauskam, gab es etwa ein neues Mario-Spiel im 2D-Form. Natürlich Super Mario Bros. Und dieses Game setzt sich auch immer noch sehr. Vor allem wegen Nostalgie, aber auch ohne die Nostalgie ist es ein sehr spaßiges und sehr unterhaltsames erstes 3D, 2D Mario-Game. Die anderen, ich kann sie respektieren und hatte auch meinen Spaß mit diesen, aber zugegeben, die bieteten jetzt auch nicht etwa so viel Neues. Ich werde jetzt nicht sagen, dass der Wii U-Teil komplett kreativlos ist und nichts etwa dazu geaddet hat, denn persönlich denke ich wirklich nicht, dass dies der Fall ist, aber ich kann definitiv verstehen, dass etwa eine Ermüdung nach 4 Teilen in so kurzer Zeit gekommen ist. Ich persönlich mag diese Spiele immer noch ganz sehr, aber sie sind definitiv nicht etwa der Meilenstein der Mario 2D-Plattformer. Und nach einer Dekade wurde es mehr oder weniger endlich angekündigt, ein neues 2D-Mario soll herauskommen. Und das war etwa eine große News. Ich meine, viele haben schon sich etwa gewundert und gefragt, wann kommt endlich mal ein neues 2D-Mario? Kann Nintendo bitte ein neues 2D Mario machen? Bitte, bitte, bitte. Und das musste ich etwas zugegeben mich auch fragen, denn so sehr ich auch verstehen kann, dass man eine große Pause zwischen den New-Teilen und diesen Teil gehabt hat, muss es zugeben, ich hätte gerne etwa früher etwa ein neues 2D Mario Spiel gehabt. Immerhin sind sie eigentlich immer spaßig, egal wie sie manchmal etwa strukturiert oder designt werden. Und ohohoho, Super Mario Wonders überzeugt einfach nur als die große Comeback-Runde der 2D Marios. Denn ja, vielleicht ist das nicht so revolutionär, wie man das erstmal erhoffen würde, wenn man auf die Trailers geht. Aber meine Fresse hat man sich etwa wirklich hier stark improved in vielen Aspekten. Sondern wie erwähnt, ich persönlich mag eigentlich nicht die New Super Mario Ableger. Aber ich würde etwa lügen, wenn ich sagen würde, dass diese doch nicht eher mehr ein wenig eintönig sein können. Das kann man bei Super Mario Wonders absolut nicht sagen. Denn zum einen, die Art Direction wurde komplett überarbeitet und mehr oder weniger neu gemacht, sodass sie an die 90er Drawings erinnert, also diese Promotion Drawings. Und zum anderen brüht einfach dieses Game mit so viel Leben aus. Ein gutes Beispiel hierbei wären die Animationen. Die Animationen, meine Fresse, sind die einfach nur so smooth und so spaßig. Sei es nun wie Mario durch etwa einer der grünen Rohre sich quetzt oder auch einfach wie die etwa laufen oder auch ein bisschen runtertrippeln. All diese Animationen haben sehr viel Charakter und bieten einfach nur wunderbares Material sich anzuschauen. Und das ist auch wirklich der große Selling Point dieses Games. Dieses Game fühlt sich nach einer langen Zeit sehr fresh an und bietet uns mehr oder weniger einen neuen Anblick einer neuen Mario-Ära in vielen Aspekten. Und das kann ich einfach nur wirklich groß setzen, auch wenn ich bei manchen bestimmten Dingen mir vielleicht ein wenig mehr gewünscht hätte, aber zugegeben, das ist nicht das, was das Spiel erreichen wollte. Es wollte definitiv neue Ideen hereinführen und das hat es auch wirklich großartig gemacht, aber manche dieser neuen Ideen hätten vielleicht auch ein wenig mehr sein können. Ein gutes Beispiel wären da die Blöcke. Ich weiß, die Blöcke sind ikonisch. Ich weiß, die Blöcke werden eigentlich bei kein Mario so großartig verändert. Aber dennoch wünschte ich mir, dass man vielleicht da ein wenig das anders machen würde. Zum Beispiel bei den Eislevels sind die zwar mit Schnee etwa überdeckt, aber irgendwie fühlt es sich dennoch immer noch sehr blockig an und nicht so wirklich wie richtiger Schnee. Aber das ist auch schon wieder ein wenig nicht picky im Punkto Leveldesign oder auch wie es etwa alles aussieht. Denn zugegeben, ich bin wirklich überrascht, wie spaßig, wie innovativ man das etwa gestaltet hat. Allein schon mit der mehr oder weniger Drogenblume, die wir haben, die uns etwa ein paar Segments dieser Levels gibt, die definitiv auf Drugs sind. Und das ist großartig. Wir brauchen davon mehr. Natürlich, wenn man das einfach nur im ganzen Game
gehabt hätte, wäre dieses Feature mehr oder weniger ein wenig useless und ein wenig würde es auch seine Besonderheit verlieren. Aber dennoch denke ich, dass in Zukunft man das gerne etwa mehr experimentieren kann. Was man aber schon hier bietet, ist wirklich spaßig. Ich meine, singende Piranha-Blumen oder man wird mal zum Block. All dies ist wirklich spaßig und hilft diesem Game einfach so einen guten unterhaltsamen Faktor zu haben und einen guten Überraschungsfaktor zu haben. Speaking of which, der Überraschungsfaktor ist definitiv bei diesem Spiel zu spüren. Egal ob es etwa die Abseiten sind, die mehr oder weniger den individuellen Charakteren noch einen besonderen persönlichen Touch gibt oder auch die versteckten Auflöser bzw. Aufbringer dieser trippyhaften LSD-Segments in den Levels. Überraschungen gibt es hier pur und das kann ich einfach nur sehr groß loben. Was es auch groß loben kann, ist, wie neu sich etwa dieses Spiel anfühlt. Wir kriegen nicht nur etwa neue Gegner, wir kriegen nicht nur etwa eine neue Art Direction, beziehungsweise auch leichte Redesigns von Mario, Daisy, Peach und Co. Nein, wir kriegen auch hier deutlich mehr Auswahl im Punkto Settings. Ich glaube, einer der größten Kritikpunkte bei den New Super Mario Spielen war wirklich, dass die Settings sich ab einem bestimmten Punkt sehr semi angefühlt haben. Das haben wir zum Glück wirklich hier nicht. Die Settings fühlen sich alle distinkt an und auch wenn die etwa nie an den großen Highs von zum Beispiel dem Geisterlevel aus dem Wii U Teil rankommen, allein schon von der Art Direction her, weil meine Güte war es einfach nur Peak, wirklich einfach nur Peak, sind die dennoch sehr distinkt designt worden und fühlen sich nicht nur wie eine simple Wüste oder eine simple Ice-Segment an. Und das ist verdient doch etwa einen wirklich großen Daumen hoch. Selbes geht auch für die Power-Ups, die hier neu dazu geaddet wurden. Natürlich haben wir etwa die Feuerblume mal wieder gehabt. Ich meine, ein 2D-Mario-Spiel ist nichts ohne die Feuerblume. Alle lieben sie, wir alle standen für sie. Aber auch die neuen Items bzw. Power-Ups machen wirklich viel Spaß. Ein großer Standout bzw. der große Gesprächspunkt ist natürlich das Elefanten-Item, aka das Benjamin Blümchen-Item. Endlich kann ich etwa in einem offiziellen Mario-Spiel zu Benjamin Mario Blümchen werden. Es ist einfach nur wunderbar. Ich meine, schaut euch auch einfach dieses Design von Elefanten Mario an. Peak. Ich sage dazu einfach nur Peak. Doch auch wenn das alles wirklich positiv klingt, wie ist denn nun das Gameplay, das Spielen und die Steuerung als solches? Nun, simpel gesagt, die ist wirklich gut. Dieses Spiel ist definitiv ein Spiel, was man etwa wirklich gut auf der Switch spielen kann und wirklich sich gut dafür eignet. Die Switch war schon sowieso generell eine Konsole, wo ich finde, dass die Plattformer, vor allem 2D-Plattformer, definitiv sehr groß gesigned haben. Und bei manch anderen Genres könnte die Steuerung von der Switch ein wenig mehr frustrierend sein, aber nicht hier. Ich hatte wirklich etwa keine Beschwerden oder Probleme mit der Steuerung. Alles hatte ich so gespielt, wie es sich auch spielen sollte. Zum Gameplay als solches, nun wie gesagt, es spielte es wie ein typisches, klassisches 2D Mario. Die Formel wurde an sich nie etwa wirklich großartig geändert über die Jahre und auch wenn man immer das ein wenig anders hacken muss und es auch immer mal wieder verfeinern muss. Ich meine, das erste Mario zum Beispiel auf den NES ist natürlich etwa nicht etwa dieselbe Gameplay-Art, die wir heutzutage haben, aber im Prinzip bleibt sie immer dieselbe und das ist auch eigentlich gut. Ich finde, meiner Meinung nach muss man da jetzt auch nicht etwa so viel umändern, beziehungsweise es braucht es nicht. Wie schon etwa ein gutes altes Sprichwort sagt, if it isn't broken, don't fix it. Und das kann man auch hier sagen. Natürlich ist es aber auch sehr erfreulich zu sehen, dass durch die neuen Power-Ups bestimmte neue Dinge etwa mit herkommen. Oder zum Beispiel über solche Dinge wie den Enterhaken auch etwa was Neues dazu geaddet wird. Aber an sich dasselbe klassische Mario 2D-Prinzip und das macht auch immer und immer wieder Spaß. Und ein kleines Wort zu den Oberwelten. Zugegeben, was für ein Improvement. Ich habe eigentlich nicht so viel dazu zu adden, aber meine Güte, auch wenn ich wirklich etwa ein kleines Herz für die New-Ableger habe, ist das definitiv so ein großes Improvement im Punkto Oberwelt und wie es designt worden ist. Also, good job Nintendo, good job. Doch auch wenn ich wirklich begeistert bin von diesem Spiel, allein schon für die Detailverliebtheit und dieser neuen und sehr bolden Art Direction bzw. diesen neuen Artstyle, muss es zugeben, gibt es dennoch Dinge, die mir definitiv alles andere als gefallen haben. Ein großes Beispiel hier wäre die Musik. Per se ist die Musik definitiv alles andere als schlecht, aber zugegeben muss ich wirklich zugeben, das Paar der musikalischen Punkte und auch die Background Music manchmal ein wenig lackluster sich etwa ein bisschen angefühlt haben. Klar, diese Musik sollte definitiv größtenteilig deutlich relaxter sein als die typische Mario Musik und das schafft sie auch wirklich gut, aber ich weiß auch nicht, irgendwie fühlt es sich falsch an, so eine ruhige Musik mehr oder weniger für ein Mario Spiel zu haben. Mit den Tracks, die man etwa zurückbringt, bringt man ein paar Klassiker zurück, aber diese sind auch sehr stark gesnidet auf die dieser Composer auch schon mal für die anderen Spiele komponiert hat.
Da hätte ich mir vielleicht ein wenig mehr Variety gewünscht, aber naja. Ein weiterer Punkt wären die Bosskämpfe oder auch die Bosse oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Die waren wirklich alles andere als wirklich befriedigend. Es waren wirklich sehr lackluster Fights, die mehr oder weniger nicht etwa so innovativ waren und sich eher mehr so angefühlt haben, als würden wir in ein paar der schlechtesten Trades der New Super Mario Ableger wieder reinkommen. Da war ich wirklich enttäuscht, wie man das ein wenig ideenlos gemacht hat für ein Spiel, das sich so auszeichnet von sehr vielen kreativen und wirklich spaßigen Designideen, Details und Co. Das hätte man wirklich deutlich besser machen können. Und natürlich, auch wenn es jetzt kein wirklicher Kritikpunkt ist, muss man natürlich ansprechen, dass Charles Martinet mittlerweile nicht mehr etwa Mario, Luigi, Wario und Co. spricht. Hier wurde etwa der Voice Actor ausgetauscht und natürlich, Charles Martinet ist die Stimme von Mario. Wir alle kennen ihn und wir alle lieben ihn als die Stimme von Mario. Immerhin hat er den Charakter mehr oder weniger so stark gesaped wie kein anderer und immerhin war seine Stimme für über Jahrzehnte mehr oder weniger die Stimme für Mario. Klar, davor, bevor Charles Martinet kam, hatten wir etwas Schauspieler wie Bob Hawkins oder auch den Sprecher der alten Cartoon-Show, aber diese haben wirklich nicht etwa Mario geketchupt. Charles Martinet dagegen, er hat ihn gesaped. Und das sind natürlich sehr große Schuhe für irgendeinen Neueinsteiger. Von daher bin ich positiv erfreut, dass unser Neueinsteiger zwar sehr inspiriert und sehr orientiert ist an Charles' originale Performance, aber dennoch es nicht etwa zu samey macht. Zugegeben, es ist definitiv eine Gewöhnungssache, sich dafür zu gewöhnen. Und natürlich vermisst man etwas Charles Martinet, aber ich muss zugeben, ich bin komplett okay bisher mit dieser neuen Stimme. Sie fühlt sich mit den Lauten wirklich so an, als wäre das Mario. Dennoch, was es etwa von Mario gibt und Co. ist sehr solide, nicht perfekt. Manchmal fühlt es sich noch etwa in den Kinderschuhen an, aber hey, es ist auf jeden Fall ein sehr solider, guter Start. Ich bin wirklich gespannt, wie sie etwa das in Zukunft handeln mit Mario, vor allem in den 3D-Spielen, wie sie das mit den mehr oder weniger neuen, kleineren Redesign machen. Aber bis dahin melde ich mich mal etwa ab und frage euch, was ist eure Meinung zu diesem Game? Habt ihr das Game schon gespielt? Und wenn ja, wie steht ihr zu diesem Game? Findet ihr das auch ein wenig seltsam, dass irgendwie dieses Game nicht wirklich etwa so ein Gesprächsthema mittlerweile geführt ist? Also wirklich kaum? Schreibt das auch alles in die Kommentare. Und bis dahin, wir sehen uns bzw. hören uns beim nächsten Mal. Euer Random oder so ähnlich. Bye!